Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich es schaffen kann, dahin zu kommen, wo Thomas Hampson jetzt ist. Ich mache mich fertig für den Meisterkurs. Mich stresst die Vorstellung daran, dass wir den Unterricht, den Meisterkurs dort anfangen, wo wir es im Januar aufgehört haben. Ich kann einfach nur hoffen, ich kann es einfach nur versuchen. Aber in dem Moment, wo ich mich hinstelle und den Mund aufmache und anfange zu singen, zu musizieren, kommen bei mir so viele verschiedene Gedanken. Okay, du musst an den Text denken, du musst an das Gefühl denken, was du dabei hast. Du musst an die Musik denken, du musst an die Technik denken. An all das denke ich in dem Moment und das stresst mich. Also diese mehrere Polen, es darf aber nicht zu viel werden. Es darf nicht in die Angst verwandeln. Ich habe irgendwie Angst, dass er mir einfach eines selber immer wieder sagt und er denkt, ich check gar nichts. Von Natur aus bin ich einfach kein Mensch, der cool ist mit sich selbst. Ich war schon immer ein unsicheres Kind, aber dieses Applaus-Ding hilft mir sehr dabei. Weil jeder Mensch braucht Dinge, die man an sich selbst liebt. So, und mit Gesang beginne ich. Ist man erfolgreich, wenn man dich auf der Straße erkennt? Wahrscheinlich nicht. Dafür ist die Liedwelt zu klein. Ist man erfolgreich, wenn man eine CD aufgenommen hat? Wahrscheinlich ist man da schon erfolgreich, aber ob man erfolgreich genug ist? Was alles von mir verlangt wird, ist nicht gleich das, was ich von mir verlange. Ich verlange von mir totale körperliche Präsenz, totale geistige Präsenz, Gefühle. Warum das mal nicht funktionieren kann. Okay, gut. Es ist wunderbar. Willkommen in der Welt. Ne? Ja. Du musst physisch, das ist unser Instrument, du musst physisch in der Lage sein, was zu denken, einfach rein technisch, die erlaubt, das schönste spirituelle Hörbar zu sein. Und in diesem Moment, wenn du nicht achtest, in dieser Phrase, dieses ganze Lied, mehr auf das Gefühl und Muskulatur von Inhalation, während du selbstverständlich exhaliert in der Ton, dann werden wir wie eine Tube Toothpaste einfach. Ich höre zu viel Verleitung des Gedankens, statt des Gedankens zu hören. Du, bi. It's all one vibrating column. Du bist die Ruhe. You're not telling somebody, you know what I mean? Yeah. Just two measures, please. You can do it. Just think Vokal to Vokal, sing through the consonants. Das haben wir gestern gehabt, ich mach schon. Atem.
So ein Lied zu singen für jede Sänger ist eine der größten Herausforderungen technisch, dass es überhaupt gibt. Die Antwort, das in einen zauberhaften Moment, da alle berührt werden wollen, von der größten Sänger der Geschichten, das jemals gesungen wurde, alles, ist, ich sage, pur, Technik pur. Aber du musst geduldig mit dir selbst sein. Ja? This is not a song for your recital repertoire yet. It will be one of your most favorite and everyone else's too. A little bit later. Right now, we'll get in the path. Right? That's good. It's fantastic, Kathy. Wirklich, ich bin stolz auf dich. Setzen wir fort, bitte, weil es hört nie auf. Yes. No, stop. You're a little bit too hard on yourself, okay? Okay, wunderbar. Aber wenn du singst, ist es auch musikalisch hier. Du musst in längerer Bogen denken. Wir müssen technisch und physisch pflegen, sorgen, denken, was wir spirituell hörbar machen wollen. Das ist unsere Aufgabe, Genuss und Verdammnis gleichzeitig. Ne? Und es wird wahnsinnig schön. Es ist jetzt schön. Viel schöner. Schöner, als ich dachte, wir so weit gehen können. Bin sehr stolz auf dich. Danke. Die Stimme im Kopf sind deine innerlichen Gedanken, wie du zu dir selbst bist. Es gibt so Phasen, da ist diese Stimme sehr präsent und stört mich, wenn ich mir selbst im Wege stehe. Kein anderer Mensch, sondern nur ich selbst. Man sagt ja, die Kunst ist zu zeigen, dass es total leicht ist, was eigentlich sauschwer ist. Ich muss eigentlich total arbeiten, aber es nicht zeigen, Gefühle haben, das aber nicht nach außen pushen. Und wachsam sein, also konzentriert sein, aber auch so eine vierte Wand vor dir haben, in dir selbst sein. Mal raus, mal rein. Ja. Und es ist total schwer, alle Fäden in der Hand zu halten. Total. Aber ich hatte glücklicherweise schon mal Momente, wo ich alles in der Hand hatte. Das ist unbeschreiblich. Ich kann es so mit dem Rausch vergleichen. Also es ist, da bist du beinahe im Rausch. Nicht beinahe, da bist du im Rausch. Das ist keine Wolke 7 mehr. Das ist noch drüber und drunter. Ganz, ganz tief.
Augen